Sind Rennspiele dem Untergang geweiht oder gibt es noch Hoffnung? Die letzten Monate waren ereignisreich, allerdings nicht im positiven Sinne. Und heute geht es einfach mal um Rennspiele allgemein. Von Sim bis Arcade. Und ich werde versuchen, größtenteils frei darüber zu sprechen. Ich habe hier nur einige Notizen und Stichwörter, damit wir nicht komplett durcheinander kommen. Denn als ich das Ganze vorbereitet habe und auch eure Kommentare gelesen habe, wo ich euch zu aufgefordert hatte, habe ich gemerkt, ja, Rennspiele sind super breit gefächert und super abwechslungsreich. Zumindest könnten sie es sein. Denn ja, ich persönlich spiele Rennspiele oder auch Open-World-Spiele, was es da so alles gibt, schon seit meiner Kindheit. Das fing an mit ganz alten Spielen auf dem Nintendo, Super Nintendo F-Zero zum Beispiel. Dann kam die Playstation und da ging es richtig los. Driver 1 war mein Einstieg in die Welt, wie man sie aus GTA kennt. Driver 1 war quasi das bessere GTA für eine gewisse Zeit zumindest. Du konntest auf einmal mit deinem Auto durch die Gegend fahren. In Driver 2 konntest du dann sogar aussteigen und es wurde immer wilder und da hat sich das dann so aufgebaut. Colin McRae Rally habe ich gespielt und. Mit der Playstation 2 war dann komplett vorbei. Da kamen so Banger wie Gran Turismo 3, Need for Speed Underground oder auf dem Gamecube Need for Speed Hot Pursuit. Also ich habe wirklich alles gespielt, die Creme de la Creme. Ich habe die auch immer in meinem Hintergrund, weil diese Spiele einfach so einen großen Teil in meinem Leben gespielt haben. Oh, da juckt die Nase. Und deswegen möchte ich da heute einfach möglichst frei drüber sprechen und ich möchte auch natürlich darauf hinweisen, es wird natürlich viel Kritik auch geben, denn darum geht es ja, dass Rennspiele im Großen irgendwie am Abstürzen sind. Das heißt aber nicht, dass ich gewisse Spiele, die jetzt vielleicht nicht so gut wegkommen, auch hasse. Die meisten, die ich hier nämlich hier im Fokus haben werde, spiele ich sogar selbst mehr oder weniger aktiv, aber hassen tue ich sie nicht. Beispiel zum Beispiel TDU, ein Spiel, wo man sich fragt, wie kann man es nicht hassen, aber ja, selbst das supporte ich immer noch mit Videos, wenn mal was Lohnenswertes ist. Aber gehen wir mal grob drauf ein, was war denn jetzt zuletzt so los in der Rennspielwelt? Da sind einige natürlich massiv aufgefallen, zum Beispiel Gran Turismo 7, welches plötzlich ein DLC bekommen hat, welches Geld kostet. Und da haben sich viele gefragt, warum, was soll das jetzt? Und ja, dann ging direkt, die Community hat sich direkt wieder in zwei Lager aufgeteilt. Die einen sagen, ja, mein Gott, du hast jetzt so lange Gratis-Content gekriegt, was sind denn da jetzt 30 Euro? Ja, die anderen fragen sich, ja, nee, alles war umsonst, genau deswegen möchte ich das auch umsonst. Und wieder andere dachten sich, ist mir egal, die sind aber dann auf die 5 Millionen Credit-Falle reingefallen. Ja, die haben das ein bisschen tricky gemacht gehabt da, beides selber Preis und manche haben aus Versehen das falsche Pack gedownloadet, dann haben die zwar Geld bekommen, aber halt nicht die Power-Inhalte und ja, wilder Move. Dann haben wir zum Beispiel die noch schlechteren Nachrichten, die man so kriegen kann. Recreational, der Nachfolger von Burnout, inoffiziell musste so ziemlich alle Entwickler entlassen aufgrund von Geldproblemen und weil der Publisher nicht hinter dem Spiel stand. Dann haben wir Project Motor Racing, was zuletzt kam. Auch viele Entlassungen bereits wegen einem schwachen Start, soll aber weiter supported werden. Denn ja, es gab am Anfang Schwierigkeiten, die KI war nicht gut, die Grafik und ja, dementsprechend weniger Spieler. Dann hatten wir so Sachen wie Tokyo Extreme Racer, der von seiner Nostalgie lebt, aber leider keinen Langzeitspaß bietet als Singleplayer. Oder Assetto Corsa, was irgendwie sehr auf den Tisch gehauen hat. Oh yeah, Grafik und Effekte und dann ging es in den Early Access und fühlte sich an wie ein Nintendo-Spiel vom Inhalt her. Nein, selbst Nintendo-Spiel hat mehr Inhalt. Ja, da war auch nichts los, es dauert noch, ne? Na klar, es ist Early Access, alles entwickelt sich, aber ja, das sind so die Sachen und ja, der Elefant im Raum, ganz furchtbar, was natürlich mit Forza Motorsport passiert ist, ganz üble Sorte, wir wurden da ziemlich hart belogen und ja, Microsoft Playground und Turn 10 sind dadurch leider eher in Ungnade gefallen bei vielen Fans und man guckt jetzt auch kritisch auf Horizon 6, weil man befürchtet, dass das Marketing wieder großartig wird, aber der Kern vom Spiel eventuell wieder eher so eine Flaute wie Horizon 5 wird. Zumindest die Oldschool-Hardcore-Fans wissen, dass Horizon 5 jetzt nicht unbedingt der Peak der Serie ist. Ne, jetzt haben sie natürlich viele PlayStation-Spieler noch ins Boot geholt, damit haben sie sich natürlich selbst schon mal einen Gefallen getan, weil sie da zumindest
auf jeden Fall Geld verdienen können. Und ja, PlayStation-Spieler hatten nichts in dieser Dimension, außer The Crew Motorfest. Aber da ist ja auch ein Tag-Nacht-Unterschied quasi vom Fahren her und alles. Und ja, was ist denn da los? Gehen wir erstmal auf Sim und Simcade ein. Also Rennspiele wie, ne, die jetzt einen auf Sim machen wollen oder sowas wie Gran Turismo Motorsport, was so ein bisschen Simcade noch mit drin hat, weil es halt für Controllerspieler auch super zugänglich ist. Und ja, da haben wir natürlich das große Problem, es gibt einfach mittlerweile zu viele Sim-Racer. Irgendwie hat sich in letzter Zeit der ein oder andere dazu entschieden, ja, ich will jetzt ein Sim-Race-Game machen. Da sind ja sogar noch welche im Anflug. Ne? Endurance Motorsport zum Beispiel wird bestimmt auch ein Knaller. Wir haben da jetzt Rennsport gehabt, da kam Le Mans Ultimate, wobei Le Mans wohl besser abschneidet als die meisten. Oder Rennsport, hatte ich das nicht gerade erwähnt, keine Ahnung. Dann haben wir, wie gesagt, ich rede frei. Ich werde mich ein paar Mal verhaspeln bestimmt. Das ist ein super massives Thema. Das glaubt man gar nicht. Dabei geht es nur um Rennspiele im Kreuzfahren, aber ja. Ja, auf jeden Fall ganz viele Spiele kamen da jetzt zuletzt. Genau, ne? Assetto auch und. Und ja, das ist so das Problem. Die meisten hauen auch immer dieselben Strecken rein und so weiter. Und ja, Autos sind oft nur modern, alt oder Serie, also eine eher schlechte Mischung. Oft fehlt es einfach an Atmosphäre, zum Beispiel so ein Race-Day-Feeling, Kommentatoren, gut animierte Boxenstops oder so weiter. Langweilige Menüs sind ein Problem, die nur rein funktional sind, da fehlt jegliche Immersion. Oder ein Werkstatt-Feeling wünscht man sich natürlich, ne? Immerhin arbeitet man hier mit Autos. Man hat auch bei vielen Spielen leider kein Team-Feeling mehr. Ne, es gibt halt keine Möglichkeit, zum Beispiel ein Team zu gründen, sei es jetzt vielleicht sogar online möglich oder nicht. Ne, Formel 1 zum Beispiel hat das ja, glaube ich, so in der Richtung. Und Endurance Motorsport soll das wohl kriegen, aber an sich haben die meisten einfach nur so ein, ja, fahr jetzt stumpf ein paar Events ab und das war's. Ich meine, es gibt, erinnern wir uns an Toka World Racing Cars, glaube ich, war das oder so, da gab es sogar einen Kommentator, der die Rennen halbwegs angekündigt hat und ein bisschen kommentiert hat, also absolut wild. Oder Need for Speed Pro Street, da war auch Race Day Feeling absolut peak, ne, also wie gesagt, ne, es gibt viele gute Spiele, aber das liegt alles in der Vergangenheit und da haben wir ja auch schon das Problem, worauf wir später eingehen können. Dann haben wir natürlich das Problem, die Entwickler stehen meistens unter Druck oder haben keine Zeit. Publisher drängen einfach darauf zu releasen oder wollen Geld sparen. Und dann gibt es hier natürlich Direktoren, hier Creative Director und so weiter, die halt das Sagen haben, die den Entwicklern sagen, was sie zu tun haben. Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt, die Entwickler können ja gar nicht immer alles dafür. Die entwickeln halt das, was ihnen vorgeschrieben wird. Es gibt natürlich auch Studios, wo die Entwickler Mitspracherecht haben, vernünftiges, aber nun, so tief haben wir leider keinen Einblick in die Materie. Und ja, dann haben wir da Direktoren, sag ich mal, ohne Passion, ohne Liebe zum Detail oder allgemeines Know-how, was die Spieler überhaupt wünschen. Und dann sind die Spiele zu knapp gedacht. Also beim Sim-Bereich gibt es super viele Aspekte, die nicht ganz so gut umgesetzt werden. Aber wir gehen gleich nochmal ein bisschen detaillierter rein. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf Simcade und Arcade ein. Wo liegen da so die Kernprobleme? Oft wirkt es ein bisschen orientierungslos. Beispiel dafür Test Drive. Da wusste man auch nicht, was soll man jetzt machen. Beziehungsweise sie wussten, was man machen will. Sie selbst hatten einen Plan, aber sie wussten halt überhaupt nicht, was die Spieler wollten. Die haben das einfach ignoriert. Und das auch sehr lange noch nach dem Release. Sie haben sehr viele Rennen genervt, den Spielern das Leben schwer gemacht und erst spät haben sie eingelenkt. Gleiches Problem haben wir zum Beispiel bei Need for Speed, die wussten auch nicht mehr so genau, wo wir hinwollen oder die hatten noch gar keinen Bock mehr auf einen Kurswechsel anfangs, denn seit 2015 haben sie quasi immer und immer wieder dieselben Probleme, die immer bemängelt wurden, immer wiederholt. Man fragt sich warum. Erst zum Ende hin wurde Need for Speed Unbound zum Beispiel besser, weil Vince Zampella hat dem Team Kaizen den Raum gegeben, zu machen, was sie möchten. Und das war das Beste, was denen passieren konnte. Und dadurch haben die halt geguckt, was wünschen sich die Leute. Und dann kamen diese ganzen Volume-Updates und Unbound wurde noch halbwegs gerettet. Also man kann sagen, was man will. Unbound ist vielleicht am Start wirklich nicht gut und die Story ist bis heute Müll, weil sie auch nicht geupdatet wurde. Sie ist einfach cringe, also die können wir einfach vergessen. Aber der Online-Modus würde sehr gut supportet mit Sachen, die die Menschen sich gewünscht haben. Und besser geht's nicht. Und dann haben wir natürlich das Rezept gefunden. Ein Mann, der den Leuten einfach auch ein bisschen freie Hand gegeben hat und ja, die Belohnung dafür
Ja, er ist jetzt vor kurzem gestorben, noch kurz vor Weihnachten. Am 21.12. hatte Vince einen Unfall mit einem Ferrari und ist dabei gestorben. Ja, der hatte wirklich eine Karriere hinter sich. Der ist zum Beispiel auch für die legendären Call of Duties verantwortlich gewesen damals. Er hat Infinity Ward gegründet und ich persönlich habe damals auch sehr, sehr viel Call of Duty 4, MW2, MW3 gespielt. Das war einfach so das war einfach Peakzeit. Das war so das Schönste überhaupt neben den Rennspielen, was ich irgendwie erleben durfte. Und ja, ich hoffe, er ruht in Frieden. Dann haben wir so Sachen, kopieren. Da haben wir zum Beispiel KX. Jetzt rastet nicht aus, ich habe auch Gutes zu KX später zu sagen. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich, die klauen halt sehr viele Inhalte, auch vor allem von Need for Speed. Und kann man ihnen nicht verübeln. Sie schauen halt, was wollen die Menschen und gehen drauf ein. Sie haben jetzt zwar nicht die beste Grundlage von der Grafik und Fahrverhalten her, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Denn Need for Speed ist ja bekanntlich aktuell auf Eis gelegt. Und wie es da jetzt weitergeht nach Zempalas Tod, ist nochmal eine andere Frage. Denn er war ja derjenige, der uns sagte, hey, Need for Speed ist erstmal weg. Ich weiß, es ist nicht schön für euch, aber es kommt eines Tages wieder, keine Sorge. Ich habe da richtig Bock drauf und wir können da auf frische Inhalte hoffen. Ja, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ist die Frage. Ich hatte da wirklich Hoffnung reingelegt, dass er sich drum kümmert, aber gut. Tja, so ist das manchmal. Dann haben wir Autos. Nein, schlechte Fahrphysik, ja, haben wir gerade drüber geredet, ist oft ein Problem. Das ist aber auch, wir haben halt einen Horizon, wo die Fahrphysik relativ simlastig ist, aber auch noch ein bisschen arcadisch, also so eine perfekte Mischung. Und dann kommt zum Beispiel so ein TDU, da kannst du keine 300 km/h fahren, ohne dass dein Heck durch die Gegend fliegt. Oder halt so Crude, wo du auch gefühlt in eine Kurve fährst mit einem richtig grippy, verspoilerten Auto und der Wagen fängt einfach an zu driften. Also super unrealistisch, aber ist halt Arcade, ist gar kein Kritikpunkt eigentlich. Ne, muss nicht jedes Spiel super realistisch sein, manche mögen es halt auch gar nicht so. Manchen gefällt es halt so, wie es in The Crew ist oder in KX und ja, das ist ja das Schöne daran. So hat man für jeden etwas, aber ne? Overall sind es halt keine Spiele, die große Masse anlocken. Das ist ja heutzutage super schwer geworden. Dann, haben wir zum Beispiel auch oft kaputte Leistungstunings, ne, wo der Leistungsindex einfach für die Fairness sorgen soll, überflüssig wird. Das Problem haben wir zum Beispiel in Horizon 5. Da kannst du in einem offiziellen Asphaltrennen zum Beispiel Rallye-Reifen fahren oder auf einem Rallye-Rennen fährst du halt Drag-Reifen und. Motorswaps, Getriebeswaps und weiter haben den Leistungsindex komplett zerstört. Du kannst jetzt 2 Autos auf S900 zum Beispiel tunen, aber einer von beiden ist noch so schnell wie ein S2-Wagen, also eine Klasse höher. Und ja, Meta-Tuning hin und her und so weiter. Es ist sehr, sehr broken, das System. Du hast da gefühlt 1000 Autos, aber kannst irgendwie nur 10, 20 Stück nutzen, weil die halt die schnellsten sind. Und ja, das ist schlecht, ne? Aber dazu kommen wir später auch nochmal, was das Homologisieren angeht und so weiter. Dann haben wir ja katastrophales Management durch Spieler oder Direktoren. EA, Need for Speed, Forza Motorsport sind also super Beispiele, wie gesagt. Ne, EA, indem sie Need for Speed einfach 10 Jahre lang so links liegen lassen haben und da einfach nur so, ja, Copy-Paste mit neuer Story und Verkleidung gemacht haben. Oder halt Forza Motorsport, viele Versprechen. Ich weiß, es ist jetzt kein Arcade-Game so, aber ja, große Katastrophe und ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. People sitting and talking, standing and talking, walking and talking. One person standing and talking, while another is sitting and talking. People standing and talking, then taking a seat for more talking. Dann haben wir Sachen wie zu viel Grind oder sinnloses Timegating, ja, mehr Schein als Sein. Haben wir zum Beispiel Ubisoft immer mit großen Geblubber, The Crew, ja, ist ganz krass gemacht alles, so vom Inhalt her, die Storys dahinter und die Szenen und so weiter, aber das Gameplay schleift einfach so, dass viele gelangweilt sind von diesem ständig wiederholenden Quark, dass du immer irgendwelche Summits auf Platin grinden musst und so weiter und dann auch so reinschwitzen musst, weil es halt auch Cheater da gibt, die da irgendwie rumcheesen mit irgendwelchen Tools oder sonstigen Tricks, also so ein normales Rennspielerlebnis hast du da halt nicht. So Crew ist irgendwie so eine ganz eigene Mutation in der Hinsicht, so eine Mischung aus Horizon und Trackmania oder sowas. Ja, haben wir manche Spiele einfach mit zu wenig Abwechslung, weshalb sie dann abkacken. Da haben wir zum Beispiel Tokyo Extreme Racer, ein tolles Spiel, was von seiner Nostalgie vor allem auch lebt und eine tolle Abwechslung bietet irgendwo. Aber egal wie schön das ist am Anfang, es wird super schnell langweilig
langweilig, wenn du da erstmal ein paar Stunden drin warst, denn du fährst wirklich nur im Kreis vor das Gegner heraus und ja, das hat mich immer an Midnight Club erinnert, da konnte man auch auf der Autobahn im Kreis fahren und immer wieder Leute herausfordern, nur halt mit der Ausnahme, dass du da von der Autobahn runterfahren kannst und noch tonnenweise andere Sachen machen konntest. Und dann haben wir natürlich auch viel Mikrotransaktionen hier und da, auch kein schönes Thema, hat sich aber auch fast schon normalisiert. Und dann gibt es da noch die kleinen Entwickler, die sich zu sehr an großen Games orientieren. Zum Beispiel die Japan-Settings, die in den letzten Jahren rauskamen. Ja, viele haben versucht, damit irgendwie den Hype auszulösen oder so. Ne, siehe JDM Driftmaster oder halt KX ist auch Japan angehaucht und so weiter. Nur weil alle bei Horizon danach schreien. Aber die können sich halt schlecht mit einem Horizon messen. Horizon wird mit denen den Boden wischen und ja, das ist nicht mal böse gemeint, das ist einfach ein Fakt, weil Horizon einfach von der Technik her viel weiter ist, von den Ressourcen einfach viel mehr Möglichkeiten hat, ne? Und ja, aber gut, jetzt haben wir so viel Böses gesagt und schon eine ganze Viertelstunde totgeschlagen. Lasst ein Like da, wenn ihr noch dran seid, würde mich freuen. Also gehen wir jetzt mal auf die Besserung ein. Wie sollte denn so ein Spiel aussehen? Gehen wir mal bei den Sims rein. Da sind natürlich jetzt also auch nur Sachen, die ich mir so wünschen würde, was ich auch rausgelesen habe. So eine Fusion aus vielen, vielen Meinungen ungefähr, ja. Und ja, fangen wir mit den Sims an, im Motorsport zum Beispiel, die sollten einfach mehr und großflächig die Autos abdecken, ja, zum Beispiel aus den 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010 bis hin zu den aktuellen Autos und so weiter in ihren verschiedenen Rennklassen, weil da gibt es halt so viele legendäre Autos und davon sieht man nichts mehr, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Nicht nur aktuelle Autos und ein paar wenig alte Serienautos als Alibi, ja, ich meine, Serienautos sind auch okay, wenn man sie selbst aufbauen kann, wie in Motorsport oder Gran Turismo samt Rennkits und so weiter, sollten den Rennwagen aber nicht im Weg stehen, so wie bei Forza Motorsport. Da wurde wegen Horizon halt sehr viel auf Serienautos gesetzt, weil man damit halt sparen konnte. Man hat die Autos für Horizon klar gemacht und dann noch nebenbei ein paar bei Motorsport reingeschoben, damit es so aussieht, als würden die sich um das Spiel kümmern. Und ja, Rennwagen kam extrem kurz und da sind auch viele Autos verschwunden aus den 2010er Jahren und so weiter. Ganz übel und schade. Dann haben wir das Ding mit Rennstrecken. Berühmte Rennstrecken sind irgendwo ein Muss, aber es muss doch auch mal was Neues geben. Denn das ist das Problem. Es kommen hunderte Simracer raus, aber alle haben dieselben Strecken und so weiter. Klar, man wünscht sich die auch immer, ist auch gut, dass sie da sind, aber keiner traut sich auch mal einfach untypische Strecken zu nehmen. Zum Beispiel im Rallye-Sport, klingt jetzt komisch, aber da gibt es ja auch asphaltierte Strecken quer durchs Land, so Sprintstrecken. Die würden natürlich auch mal Bock machen, wenn man sowas reinmacht. Oder so Isle of Man, ne, auch so eine Motorradstrecke, aber die mit dem Auto mal fahren wäre, glaube ich, auch richtig wild. Also da müsste man auch einfach mal ein bisschen kreativer und mutiger sein, anstatt immer nur dieselben Strecken. Ja, wir haben die aber neu Laser gescannt. Ja, Bro, boah. Das hören wir jetzt seit 10 Jahren oder so, dieses Thema. Ach ja, das ist aber neu gescannt. Ja, schön, ich habe trotzdem 500.000 Runden auf dem Nürburgring gefahren. Danke. Ja, ich will ihn haben. Ich raste aus, wenn ich ihn nicht kriege. Aber bitte bring doch auch mal was anderes. Ne? Ja, also darf auch gerne mal Sprint bzw. Etappe sein. Die Grätsche zwischen normalen Rennen und Rallye ist ja sowieso sehr schwer. Der Einzige, der es hinbekommen hat, ist Horizon so richtig irgendwie, ne, oder so Crew. Ja, da geht's halt Richtung Arcade, da ist es ein bisschen einfacher. Wenn ich mir da Gran Turismo zum Beispiel angucke, Alter, also selbst die härtesten Gran Turismo-Fans denken sich, boah, Rallye, geh mal weg. Assetto hat das sehr gut gemacht mit Rallye angeblich. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, deswegen möchte ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, dann haben wir nochmal das Thema mit dem Leistungsindex. Tuning und homologisierte Klassen wie in Motorsport 7 oder das BOP-System in GT7 sind extrem wichtig und das gilt im Grunde auch für Arcade wie Horizon und so weiter, denn keiner hat Lust, immer nur diesen einen Meterwagen, der am schnellsten ist, zu fahren. Man sieht halt gerne viele verschiedene Marken und Modelle auf der Strecke, denn so macht das Spaß, so macht auch dieses Konkurrenzding ist dann einfach da. Ansonsten, nur 20 Mazdas, weil das halt gerade der schnellste Wagen ist. Ach ja, wundervoll, schön, langweilig. Oder auch ein großes Thema sind Boxenstops. Ja, sind heute eigentlich ein Muss. Warum? Ja, selbst Nintendo 64 Games hatten schon Boxenstops, wo man sieht, wie die Reifen gewechselt wurden. Ja?
Und heute kriegen sie das nicht mehr hin, weil sie zu faul sind, für jedes Auto die Männchen da richtig zu platzieren oder was, damit das halt vernünftig aussieht, weil da natürlich die Radstände immer unterschiedlich sind oder sonst was. Also da wird halt sehr, sehr viel rumgefuscht, ne? Oft sind die sehr ungenau oder durch Kameratricks halt schlecht umgesetzt, ne? Irgendwie schön durch die Perspektive getrickst, dass man das nicht genau sieht, was da gemacht wird, und schon hat man seinen Boxshop. Ist besser als gar nichts, muss man auch sagen, aber ja, manche machen es halt echt auf die faule Basis. Im Motorsport zum Beispiel wurde ja auch jetzt erstmals ein Boxenstopp vernünftig reingemacht, halbwegs vernünftig, da wurde halt auch mit der Kamera getrickst. Das ist aber auch witzig, dass oft auf manchen Strecken die Gegner alle an denselben Pit fahren, dann stapeln sich da gefühlt 10.000 Autos, ist auch wild, ne? Naja, aber das sind so Kleinigkeiten, die die Immersion extrem stören. Und ja, nur nebenbei, wie gesagt, es ist halt natürlich nicht einfach umzusetzen, aber ich glaube, da fehlt meistens einfach nur der Wille. Ja, oder da ist wieder irgend so ein Geldgeber, der sagt, nee, das kostet uns Zeit, das kostet ja Geld. Ja, du willst Geld verdienen, aber nicht investieren. Herzlichen Glückwunsch. Schade, ne? Schaden am Auto. Gab bereits in der Vergangenheit Spiele, die bewiesen haben, dass Schaden am Auto absolut kein Hexenwerk ist. Es gehört nun mal zum Motorsport, dass mal ein Spoiler oder eine Stoßstange wegfliegt oder runterhängt, der Auspuff Funken wirft, Reifen platzen, der Kühler platzt oder man Öl verliert oder bei einem Unfall gar die Räder wegfliegen, wie man es aus alten Spielen wie Grip zum Beispiel kannte. Ja, und dann ist der Wagen halt total schaden. Auch Need for Speed Pro Street hat das damals super umgesetzt und deswegen bin ich bis heute ein riesen Fan von Pro Street, weil das gibt dir einfach nochmal so einen extra Kick. Du weißt, da steht aber auch dein Auto auf dem Spiel. Wenn du jetzt nicht vernünftig fährst, dann musst du halt wieder Reparaturen zahlen oder sogar einen ganzen Totalschadenwagen neu aufbauen lassen, was ordentlich ins Geld ging. Das konnte dir sogar einen Run versauen, wenn du damals einfach kacke gefahren bist und irgendwann an einen Punkt kamst, wo dein Wagen nicht mehr genug Leistung hatte. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Musstest du zurück zu leichten Events gehen oder wenn du richtig verkackt hast, musstest du das ganze Spiel neu starten, weil es einfach keine Möglichkeit mehr gab für dich, irgendwie vernünftig an Geld zu kommen und dein Auto zu reparieren. Ja, das ist Error, ne? Weil wenn du kein Auto mehr hast, kannst du auch nicht zurückgehen und Autos und andere Gegner besiegen. Wobei, mir fällt gerade ein, es gab Rennevents, wo man Autos geliehen bekommt. Klar, man muss aber auch eine Balance natürlich finden, weil keiner hat Lust, dass die Karre in jedem Rennen explodiert oder so, aber gar kein Schaden oder nur technischer, nicht sichtbarer Schaden ist halt wirklich mehr als öde. Auch die Menüs, kommen wir dazu, sollten einladender sein. Ja, bei Motorsport fühlt man sich irgendwie wie in einer Leichenhalle. Da hat man gesehen, da hatte keiner Bock drauf, ne? Einfach nur hingeklatscht. Und bei GT7 wirst du dann auf der anderen Seite von tausenden Untermenüs gequält. Ja, und andere sind so unorganisiert, dass du direkt wieder quitten willst. Dabei ist auch wichtig, wie du deinen Fuhrpark siehst, finde ich. Motorsport hatte da eine richtige Idee. Ne, da konntest du einen Hauptwagen auswählen, der stand so in der Mitte des Raumes und ein paar Autos, die im Hintergrund standen. Aber die Umsetzung war auch wieder sehr schwach und zeigte auch wieder, da existiert einfach keine Liebe zum Spiel oder man durfte halt nicht, weil wieder Zeit und Geld gestrichen wurden oder so. Gut umgesetzt hatte das zum Beispiel Need for Speed Heat, da hattest du auch deinen ausgewählten Wagen und im Hintergrund konntest du deine Autos platzieren, die du getuned hast. Und ja, das war schön umgesetzt, hätte man da jetzt noch frei rumlaufen können oder so und sein Auto auf der Bühne tunen. Wow, das wäre doch mal Immersion pur gewesen. Ja, overall kann man sagen, viele Simracer machen irgendwas, was Spieler mögen und gut finden, aber keins vereint irgendwie so dementsprechend alles. Ne? Dementsprechend verteilt sind auch die Spieler und es kommen schlechte Zahlen zustande, weil das Angebot einfach zu breit ist und kein Racer es irgendwie schafft, das Motorsportherz wirklich zum Schlagen zu bringen. Bei Spielen Richtung Simcade, Arcade und Open World, so, ne, da wird es nur noch schlimmer, weil da ist es natürlich noch schwerer zu delivern. Ne, man will da natürlich auch Lifestyle, den Tuning-Bereich und alles soll bedient werden. Natürlich es gibt wirklich viele Spieler da draußen, die auch einfach viel zu viel fordern, wo ich mir immer selber denke, what the hell? Ne, zum Beispiel Polizei bei Horizon und solche Geschichten. Aber gut, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja, so, wo wir bei Horizon sind, Spiele wie Horizon 5 zum Beispiel, Punkt mit unfassbar vielen Autos und guter Fahrphysik, scheitern aber am Erfolgserlebnis.
da man von Anfang an mit Geld und Autos beworfen wird. Wirklich, kaum ein Spiel macht es dir so leicht. Es ist nahezu langweilig, da du nach wenigen Stunden schon einen riesen Fuhrpark hast mit allen möglichen Autos. Von einem gammeligen kleinen Opel bis hin zu einem Bugatti hast du auf einmal alles in der Garage. Ja, dazu kommen tonnenweise geschenkte Autos sowie Geld durch Events und Wheelspins und anderen Herausforderungen. Für große Fans, die es ein bisschen mehr spielen, ist es fast unmöglich, kein Milliardär in diesem Spiel zu werden. Ich wünschte, es wäre so leicht im Real Life. Und dann noch Content Recycling aus der Hölle, wie man es noch nie gesehen hat. Aber seit Motorsport abgewürgt wurde, wissen wir ja, dass Microsoft und Turn 10 bzw. Playground nicht mehr ganz so die seriösesten sind. Oder KX, die Entwickler, die sich ziemlich nah am illegalen Rand bewegen, mit Autos, die einfach keine Logos haben und so weiter, kopieren hier und da alles mögliche an Marken und Spielinhalte, bla bla bla. Aber trotzdem locken sie Spieler an und da kommen wir zu den Positiven, wie man es vielleicht auch mal machen sollte in anderen Spielen. Ja, zwar ist vieles von Spielen geklaut und so weiter, aber hey, vor allem Need for Speed ist da eine riesen Inspiration. Und wir reden da von den alten Need for Speeds, nicht von denen, die da zuletzt kamen. Und man denkt sich trotzdem, what the fuck machen die da? Aber was soll's, ganz ehrlich. Selbst Giganten wie Rockstar Games bedienen sich an den Inhalten anderer Spiele oder Filme für GTA. Und ja, warum sollte es dann ein KX nicht machen? Klar, es ist gefährlich irgendwo, ne? Ein Forza könnte sich das zum Beispiel nicht erlauben, da einfach irgendwelche Autos ins Spiel zu bringen und nur die Marke zu entfernen. Aber nun ja, sie gucken halt, was wünschen sich die Spieler und sie kriegen es relativ gut hin. Und dann haben wir da auf der anderen Seite natürlich noch so einen Test Drive Solar Crown. Hatten wir vorhin schon angesprochen. Ja, viele dachten oder hofften, das Spiel wird das Genre ein bisschen retten, weil es halt eine erfolgreiche Vergangenheit hatte. Aber am Ende war es der größte Totalschaden. Kaputte Server, Entwickler, die auf Krampf ihren Willen durchboxen wollen und am Ende die Rechnung in Form von minimalen Spielerzahlen kassiert haben, bevor man dann irgendwann mal eingelenkt hatte. Aber an dem Punkt hat man natürlich schon so viele verloren, dass es jetzt schwer ist, da wieder was aufzubauen. Aber ja, hätte man ja auch nicht mit rechnen können, wenn man Geldbelohnungen nervt, gerade mal eine Handvoll Autos anbietet und im Grunde alles, was Test Drive Unlimited damals ausgemacht hat, über Bord geworfen hat, ne? Nichtsdestotrotz sollte man aber diesen Entwickler dankbar sein, denn im Gegenteil zu anderen liegt ihnen was am Spiel und sie geben sich Mühe, es retten zu wollen. Ja, anstatt es einfach zu killen, ne? Turn 10, also allgemein kann man sagen, Arcade- oder Simcade-Spiele haben im Grunde fast dieselben Probleme wie Sim-Spiele. Viele machen es gut, viele verkacken irgendwo. Das Problem ist, man kann aber auch nicht wirklich alles in einem Game haben. Man kann aus einem Forza kein Need for Speed machen und umgekehrt. Ja, da es im Rennspielbereich nun mal schwer ist, da alles lizenziert werden muss. Außer man heißt KX, ne? Wie gesagt, ein Riese, stellt euch vor, Forza oder so Crew würden einfach Autos reinpacken für die, die keine Lizenz haben. Was meinst du, was da los wäre? Oder ein GTA. GTA zeigt's ja, oder Rockstar. Wenn da irgendwelche RP-Server echte Autos reinknallen mit Marken, dann ist aber die Hölle los. Ne? Weil die genau wissen, im schlimmsten Fall werden die kaputt geklagt. Und um jetzt zu sagen, was sollte natürlich in diesen Spielen sein, um es positiver zu machen, auch für die Leute, ja, viele wünschen sich halt vor allem schöne Maps. Viel Landschaft, Wälder, Autobahnen, aber auch Städte. Sie sollten auch vor allem Points of Interest haben, wie Tankstellen, Parkplätze, Tiefgaragen und Parkhäuser, Tuning-Shops und. Gleichzeitig sollte die Welt lebendig wirken und bei gewissen Rennen sollte man auch einfach im Freimodus sehen können, was gerade los ist, wie es zum Beispiel ein Need for Speed Heat gemacht hat. Tuning-Treffen, wie man es aus GTA kennt, wünschen sich ebenfalls viele. Und ja, wir könnten jetzt lange weiter darüber reden, denn ja, dieses Thema Rennspiele, es kann halt wirklich super breit und kompliziert werden, weil ja, man stellt sich das mittlerweile alles nur noch so stumpf vor, weil viele Spiele halt abgestumpft sind. Aber da fragen wir uns natürlich auch, wer soll das entwickeln? Nicht nur sträuben sich viele vor dem Aufwand und den Kosten, oft fehlt es auch einfach an kreativen Köpfen, die überhaupt mal auf die Idee kommen, solche Sachen zu integrieren. Entweder weil sie keine Ahnung haben, ne, was die Leute sich wünschen, oder selbst kaum Erfahrung mit Rennspielen haben. Oder halt beides. Ich meine, wir haben jetzt über einiges geredet und man merkt, Rennspiele können extrem vielfältig sein. Meist sind sie aber wirklich nur linear und innovationslos geworden.
Die Zeiten, in denen Spiele jedes Jahr erschienen und trotzdem abnormale Content- und Entwicklungssprünge gemacht haben, sind vorbei. Die besten Beispiele sind vor allem Need for Speed und Burnout damals. Also wie die sich in kürzester Zeit entwickelt haben, ist heute absolut unvorstellbar. Wirklich. Also da denkt man sich nur, what the hell? Ne? Die meisten Entwickler oder Publisher suchen nach dem einen kleinen Erfolgsrezept, auf den sie sich dann jahrelang ausruhen können und hauen dann immer und immer wieder denselben Gulasch raus und die Entwicklung steht still. Ja, man ändert nur die Verkleidung, eine neue Map, ein paar neue Autos, fertig. Und all das, obwohl so viele Spiele so viel Potenzial in sich bergen. Die meisten müssten nur ein wenig mehr auf ihre Ursprünge achten. Ein Need for Speed könnte so einfach wieder ein Mega-Erfolg werden, wenn man schaut, warum es damals so erfolgreich war und ja, was die Spieler heute daran vermissen. Ein Forza Motorsport könnte ein Riesenerfolg sein, wenn man schaut, wie sie es von Teil 1 bis 4 geschafft haben, so erfolgreich zu werden. Oder ein Horizon könnte auch so viel mehr Atmosphäre bieten, wenn man schaut, wie Horizon 1 es geschafft hat. Viele von euch bestätigen das. Ich habe mir all eure Kommentare angeschaut, ich habe Umfragen gestartet, was euch fehlt. Ich habe einiges oder fast alles sogar gelesen. Es hat wirklich lange gedauert, sich da durchzuboxen über die Dinge, die euch stören, die euch fehlen und so weiter. Und ja, wir konnten es auch wirklich man kann es am Ende so auf wenige Kernpunkte runterbrechen. Die Liebe zum Detail. Der Wille, etwas Großes zu erschaffen, der Wille der Publisher, seinen Entwicklern den nötigen Rückhalt zu geben, den es braucht, um etwas Großes zu schaffen. Diese Dinge fehlen heute größtenteils bei der Entwicklung von Rennspielen. Und ich denke, dies spiegelt sich leider auch in anderen Genres genauso wider. Doch wir müssen auch ein bisschen fair bleiben. Nicht nur Entwickler, irgendwelche Director oder Publisher sind immer und allein schuld, auch wir Spieler sind sehr ungehalten geworden. Oft schaffen es Leute nicht 2 Stunden in einem Spiel, ohne gleich wieder zu quitten, zu refauen und eine schlechte Rezension zu schreiben. Andere kaufen das Spiel einfach wirklich nur für eine schlechte Rezension. Andere machen Spiele nur runter, weil sie es nicht mögen oder es Konkurrenz zum eigenen Lieblingsspiel darstellt. Anderen geht alles nicht schnell genug. Sie hätten am liebsten sofort ein Unlock All und beschweren sich dann über fehlende Motivation, das Spiel zu spielen. Der eine gönnt dem anderen nichts. Es geht oft nur noch um falschen Ruhm oder Ehre, als hinge irgendwas davon ab, für wie krass man dich in einem Spiel hält oder wie dick dein Kontostand oder Lootbeutel ist. Alles mutiert zu einer endlosen Jagd nach Erfolgen und virtuellen Reichtümern. Und bei all dem bleibt leider viel zu oft der eigentliche Spaß auf der Strecke. Das Miteinander verkommt zum Gegeneinander. Die Spieler spalten sich selbst, ohne es zu merken. Wir hypen Games und drängen darauf, dass sie released werden, genauso wie es manche Sponsoren und Publisher machen, und beschweren uns dann, dass die Spiele unfertig oder verbuggt sind. Bestes Beispiel Cyberpunk, ja, wurde absolut legendär gerettet, aber auch da wurde ein bisschen Druck gemacht. Klar, es hat lange gedauert, es wurde sehr früh angekündigt und so weiter, aber ich erwarte auch irgendwie Dinge wie bei GTA 6 ist dasselbe, alle drängen aber Rockstar 5 drauf, oder The Elder Scrolls 6 wollen auch gefühlt so viele sehen, aber die machen es genau richtig. Die wissen, wenn wir es jetzt raushauen, ist es verbuggt und kaputt bei Bethesda. Vor allem, wenn Katzen durch die Gegend fliegen, da sind Leute wie Gronk auch sehr glücklich. Ja, dieses Phänomen ist halt wirklich ein Problem und es gibt dann halt wirklich auch Publisher und andere gierige Menschen, die sich daran bereichern, ja. Die Toxizität, die sorgt für ein gewisses Marketing. Und teilweise kaufen Leute es halt trotzdem. Sie supporten halt auch Entwickler, die mit Absicht nichts groß verändern, weil sie wissen, es verkauft sich ja sowieso. Bestes Beispiel FIFA oder Call of Duty. Ist jetzt auch wieder aufs Maul gefallen, obwohl das so viel mehr Potenzial hätte. Und da gibt es noch unzählige andere Beispiele, ja. Und ja, da darf man sich dann am Ende auch nicht beschweren. Ich denke, wir müssen einfach einen Weg finden, wieder besser miteinander klarzukommen, selbst wenn wir etwas nicht so feiern wie jemand anders. Wir müssen besser mit Entwicklern kommunizieren, was wir wollen und. Ich meine, Creator sind da eigentlich ein gutes Medium zwischen den Fronten, doch auch da geht es oft nur noch darum, Drama-Points zu farmen oder wie erreiche ich mit dem nächsten Video die maximale Klickzahl. Ja, auch diese Szene ist mittlerweile sehr verkommen in der Hinsicht und ja. Kritik ist wichtig, Lob ist aber genauso wichtig. Ich versuche zum Beispiel immer den Mittelweg zu finden, aber das ist natürlich nicht immer leicht.
Aber ich bin mir sicher, es gibt auch noch diese Momente, wo man Zusammenhalt sieht. Zum Beispiel Ark Raiders, auch ein ganz wildes Thema gewesen. Ne? Viele werden da von toxischen Leuten einfach immer über den Haufen geschossen, wenn die gerade ihren Loot geholt haben und so weiter. Aber es gibt auch viele Menschen, die da einfach miteinander spielen, die sich gegenseitig helfen, völlig fremd. Und ein Grund, warum Ark so groß geworden ist, Ark Raiders. Und das gibt's in allen Bereichen. Ja? Und ja, das sind dann die Momente, wo wir wirklich die richtige Freude am Gaming haben, wo uns wirklich das Herz aufgeht und wir einfach Spaß haben. Dasselbe ist in Rennspielen. Ja, wenn ich da Autos habe also jeder fährt seinen Lieblingswagen und die sind irgendwie alle leistungsgleich und wir haben einfach ein extrem spannendes, cooles Rennen. Also das sind so diese Momente, für die ich eigentlich Gamer geworden bin, wo ich einfach Spaß habe, ja, wo ich mit Adrenalin vollgepumpt bin oder einfach nur mit Freude. Und ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn das alles so weitergeht, wird sich auch nichts mehr großartig ändern. Und auf Dauer werden Rennspiele vielleicht als erstes Genre vor allem einfach irgendwie ihr Ende finden. Viele hoffen jetzt, dass Horizon 6 einfach mal nochmal zeigt, ja, es geht noch. Aber jede Kritik daran ist, glaube ich, berechtigt, nach dem, was die mit Motorsport gemacht haben. Und ja, wir leben gerade echt in nicht so guten Zeiten, was das Ganze angeht, ja. Ich meine, Spiele verschwinden wie Need for Speed oder Motorsport. Entwicklerteams werden halbiert, komplett gekündigt oder ganze Studios werden geschlossen. Die Spiele entwickeln sich kaum weiter und die Entwickler wundern sich, warum haben sie nicht so viele Spieler wie andere Spiele. Es ist wirklich ein hartes Genre geworden, auch muss man einfach sagen. Und ich hoffe, dass da irgendwann mal einer kommt und sich einfach auch mal wieder rantraut, Elemente aus der Vergangenheit zu nehmen, die funktioniert hat. Und natürlich auch wieder Modernes zu bringen. Ja, es ist schwer, es ist keine leichte Aufgabe, es kostet alles Geld, das haben Spiele halt an sich. Aber es gibt auch Videospiele, die gezeigt haben, wie es geht. Und auch Spiele, die heute noch kommen und zeigen, wie es geht. Am Ende ist eins immer am wichtigsten und das ist einfach die Leidenschaft, sag ich mal, hinter dem, nicht nur dem Spielen, sondern auch dem Entwickeln. Denn der Spieler, der ein Spiel spielt, welches mit Liebe, so kitschig es klingen mag, entwickelt wurde, der merkt das auch und hat gleich viel mehr Freude daran. Und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr von euch. Eigentlich sollte dieses Video früher kommen, aber mein wunderköstlicher, toller Anbieter hat mich über Weihnachten bis jetzt kurz vor Neujahr einfach mal ohne Internet gelassen. Ja, wunderbar, wunderschön. Ich bedanke mich für das Jahr. Wir haben wieder mal viel gerissen. Und ja, es wird sich in Zukunft noch ein bisschen mehr ändern. Ich werde ein bisschen mehr die Zügel lockern und einfach noch offener sprechen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht passt. Aber ich glaube, wir kommen nicht mehr drum herum. Denn alles schön zu reden ist nicht gut, aber auch alles völlig kaputt zu reden ist genauso wenig gut. Und ja, ich glaube, ich habe hier und da ein bisschen was wiederholt in dem Video. Wie gesagt, ich habe so gut es ging freigesprochen und hoffe, die meisten von euch konnten dem Ganzen folgen. Ich hoffe auch, ihr habt die Dinge, die in diesem Video versteckt waren, gefunden. Ja, ich habe da kleine Notizen ja zwischendurch gegeben, ne, als Hinweis. Schreib das gerne in die Kommentare, falls du es geschafft hast, das zu entdecken und einzulösen. 2 Dinge insgesamt gibt es da. Vor allem auch, dann müssen die Leute nicht mehr nachgucken, ne? Dann pinnen wir das an. Oder ich schreibe da eine Nachricht. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Lasst euch hier nicht wegsprengen oder so. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen hier. Und ein Like für den Algo. Schreibt auch gerne eure Meinung noch dazu in die Kommentare zu dem Ganzen. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Euer Onkel. Auf Wiedersehen. Built from the ground up.